Herzlich willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Nein, ich versuche nicht in den Sensationsjournalismus abzugleiten, weil ich ein Video mit dem reißerischen Titel Beißkraft-Ranking bringe. Na, vielmehr möchte ich mit diesem Beitrag, wie schon so häufig auf meinem Kanal, gegen den Mainstream-Strom schwimmen. Ich weiß nicht wie oft, aber sehr oft hörte ich schon von jemandem: Wusstest du, dieser Hund verfügt über den stärksten Biss aller Hunderassen. Ich bin mir sicher, viele von Ihnen hörten Ähnliches auch schon öfter. Ja, dachte mir, durchleuchten wir gemeinsam diese Sache mal. Sehen wir uns das etwas genauer an. Gibt es die Hunderasse mit dem stärksten Biss, mit dem härtesten Griff, mit dem wuchtigsten Punch im Kiefer? Sehen wir uns das Ganze mal etwas näher an. Vielleicht finden wir ja die Rasse, welche den vierbeinigen Ernie Shavers darstellt. Also, bis gleich. Nun, dann starten wir mit diesem Video. Geben wir Gas. Ja, viele von Ihnen kennen die Videos. Diese 10 Hunde können Sie vor einem Löwen schützen oder die 10 gefährlichsten Hunderassen der Welt und so weiter. Ja, ich gebe zu, der Titel des heutigen Videos reiht sich nahtlos in die Riege dieser Art Hundebeiträge ein. Doch ich werde versuchen, das Ganze auf Dog Special Art zu präsentieren. Gut. Nun, unsere vierbeinigen Freunde sind keine Schimpansen, welche ihre Beute totschleudern oder Würgschlangen, die Opfer ersticken, bevor sie es verschlingen. Nein, unsere Hunde zählen zu der Art Raubtier, die ihre Beute durch Einsatz des Gebisses tötet. Das wissen wir selbstverständlich. Wenn man bedenkt, dass auch Wildschwein, Elch, Hirsch, Mufflon, Rentier oder zum Beispiel Moschusochse zum Speiseplan des Ahnen unserer besten Freunde zählen, dann kann man sich gut vorstellen, dass der Isegrin schon einiges an Kieferschmalz an seine domestizierten Verwandten vererbt hat, oder? Denken Sie jetzt nicht an Chihuahua und lachen mich aus, ja? Selbstverständlich ist das Thema Beißkraft des Hundekiefers ein interessantes. Für mich nicht minder interessant wie andere. Aber es kommt immer darauf an, mit welcher Informationsquelle man sich hierzu beschäftigt, würde ich sagen. Da gibt es ja die wildesten Theorien und Behauptungen zu diesem Thema. Ich habe mir eine von unzähligen Tabellen herausgesucht, die Ihnen erklären soll, wie es um die Beißkraft diverser Hunderassen steht. Die blende ich jetzt mal ein. Auf der linken Seite dieser Tabelle sehen Sie die Platzierung, welche man den Hunderassen zuweist, die da vorkommen. In der Mitte steht der Name der Rasse und rechts der Druck, mit welchem die Kiefer jeweiliger Rasse zupacken sollen. Angegeben ist dieser Druck mittels der Maßeinheit Psi, welches für Pounds per Square Inch steht. Diese wiederum beginnt in dieser Tabelle bei 195 Psi, was 13 Kilogramm Druck pro Quadratzentimeter entspricht, und endet im stärksten Kiefer dieser Tabelle bei 743 Psi. Das wären dann 52 Kilogramm Druck pro Quadratzentimeter. Nun, ich blende die Tabelle jetzt wieder aus, wir kommen dann später wieder darauf zurück. Welche anatomischen und physiologischen Faktoren beeinflussen eigentlich die Beißleistung eines Hundekiefers? Die beiden verantwortlichen Hauptmuskeln dafür sind der Masseter, das ist die Backenmuskulatur, und der Temporalis, das ist die Schläfenmuskulatur.
In 2 Jahren Forschung an 24 verschiedenen Hunderassen stellte die Friedrich-Schiller-Universität Jena und das Max-Planck-Institut Leipzig fest, dass die Größe der Kaumuskelmasse im gleichen Maße zunimmt wie der Körpergrößenzuwachs von einem kleinen zu einem großen Hund. Man spricht hierbei von einem isometrischen Verhältnis von Kaumuskelmasse und Körpermaße, ja, was vereinfacht ausgedrückt bedeutet, je größer und breiter der Hundekopf, desto größer die Kaumuskulatur, desto kräftiger der Kiefer. Finito. Und damit könnte ich dieses Video jetzt beenden. Doch das tue ich nicht, ich habe noch einiges zu sagen. Wenn wir uns jetzt nochmal die Tabelle von vorhin ansehen, welche in ähnlicher Form tausendfach im Universum des Internets zu finden ist, dann sehe ich mich dazu gezwungen, hier einiges dazu zu sagen. Ja. Also, abgesehen davon, dass der Ersteller dieser Liste das ein oder andere Rassenmissgeschick verursacht hat, zum Beispiel mit anatolischem Hirtenhund und Kangal-Hirtenhund oder Mastiff und English Mastiff oder belgischer Schäferhund und Malinois, würde ich Ihnen empfehlen, diese Tabelle und viele sehr ähnliche, welche Sie im Netz finden können, nicht als wertvolle Information zum Thema Hund in Ihrem Gedächtnis abzuspeichern. Das ist nur eine Empfehlung meinerseits. Ja. Laut diesem für viele stellvertretenden Meisterwerk hätten Sie den von mir wirklich heißgeliebten Dobermann, den ich in anderen Tabellen schon auf Platz 3 gesehen habe, auf Platz 4 der Hunderassen mit dem kräftigsten Biss. Somit teilt uns diese Tabelle mit, dass der Dobermann härter zugreift als ein Mastiff, eine Bordeaux-Dogge, ein Tosa Ino und so weiter, wie Sie klar erkennen können. Liebe Zuseher, das ist ein Kasperltheater, das ist Unfug. Ja. Ich hatte in meinem Leben garantiert 20 verschiedene Dobermänner am Schuhzaum. Sicher. Der Dobermann wird hier mit einer Beißkraft von bis zu 42 Kilogramm Druck pro Quadratzentimeter angegeben, während man dem Rottweiler 23 Kilo, dem deutschen Schäferhund 16 Kilo und dem Malinois gar nur 14 Kilogramm Druck pro Quadratzentimeter zuspricht und somit dem Hund nur etwas mehr an Bisskraft als dem Menschen verleiht. Ja. Die letzten 3 genannten Rassen hatte ich wahrscheinlich noch häufiger am Arm als den Dobermann und ich kann Ihnen versichern, glauben Sie mir, wenn ich Ihnen sage, dass alle Rottweiler, die ich figurierte, um einiges härter zugriffen als der Dobermann. Die deutschen Schäferhunde und die Malis wiesen mindestens genauso viel Power im Kiefer vor, wie die Dobermänner das taten. Schauen Sie, der Dobermann greift hart. Ohne Zweifel. Dieser Hund hat einen sehr kräftigen, einen sehr saftigen Biss, wenn ich so sagen kann, als ehemaliger Figurant. Aber niemals deklassiert er hier allgemein gesehen den Rottweiler. Oder andere Rassen mit größerem Masseter oder Temporalis, ganz sicher nicht, das sollte klar sein. Ja. Wir haben in dieser Tabelle auf Platz 15 den sibirischen Husky, der mit 22 Kilogramm Druck pro Quadratzentimeter härter zupacken kann als ein American Bulldog oder ein Alano. Das sagt uns diese Tabelle. Diese beiden letztgenannten Rassen sind 2 Weltklasse-Saupacker, die gemacht wurden, um enorm hart zuzupacken. Der Schlittenhund mit recht grazilem Kopf allerdings packt laut dieser Tabelle härter zu als diese beiden. Ich würde sagen, beenden wir diese Tabelle hier, denn davon bekommt man Augenkrebs. Ja. Gibt es die Hunderasse mit der stärksten Beißkraft? Nein, die gibt es nicht. Ich garantiere Ihnen, dass da draußen irgendwo kapitale deutsche Schäferhunderüden mit großen Köpfen herumlaufen, die härter zupacken können als ein Kangal, der einer sehr zierlichen Linie angehört und einen kleinen Kopf hat. Das garantiere ich Ihnen. Ne?
Je größer das Kauwerkzeug, desto kräftiger der Biss. Ich gebe Ihnen mal ein interessantes Beispiel. Sie sehen hier das Kopfskelett eines Menschen. Die beiden weißen Pfeile zeigen Ihnen den Sitz und den Platz unserer Kaumuskulatur. Man spricht uns eine Beißkraft von bis zu 9,5 Kilogramm Druck pro Quadratzentimeter zu, obwohl diese Angaben im Netz genauso irre sind wie die der Hunde, denn ich bekam auch schon zu lesen, der Mensch speise mit 80 Kilogramm Druck pro Quadratzentimeter zu. Somit würde eine Hyäne daneben verblassen. Ja, zu der kommen wir gleich. Als nächstes sehen Sie das Kopfskelett eines deutschen Schäferhundes und können erkennen, wie viel mehr Platz hier der Masseter und Temporalis haben. Ja, ganz klar erkennbar. Und jetzt zum Vergleich der Schädel einer Tüpfelhyäne. Und hier breitet sich der Raum des Temporalis nochmal drastisch aus. Die Hyäne zählt ja zu den Landraubtieren mit dem kräftigsten Biss der Welt. Das wissen die meisten von Ihnen. Ne? Zusammengefasst sei gesagt, je größer und breiter der Kopf des Hundes, desto größer der Raum für die Kaumuskulatur und die Kraft dieser. Das ist das ganze Geheimnis. Es gibt keine Rasse mit dem stärksten Biss. Ausgehen kann man davon, dass sie die Hunde mit dem kräftigsten Kiefern in der Kategorie der klassischen Molosser, der Herdenschutzhunde und der Packerrassen finden. Ja, davon kann man ausgehen. Denn die haben die substanzvollsten, kräftigsten Köpfe zu bieten. Doch daran festnageln würde ich mich nicht. Ich sage nur schwarzer russischer Terrier, American Akita, osteuropäischer Schäferhund und einige andere. Das sind alles Hunde, welche nicht diesen 3 von mir zuvor genannten Kategorien angehören. Also da sollte man schon aufpassen. Ja, so viel dazu. Beißkraft-Ranking. Die Hunderasse mit dem stärksten Biss der Welt. Ja, liebe Zuseher, ich hoffe, ich konnte Ihnen halbwegs interessant erzählen, wie ich dieses Thema sehe. Ich habe versucht, mich hier an Fakten zu halten, aber grundsätzlich ist es ja eine völlig klare Sache. Hier würde es meiner Meinung nach gar keine 2 Jahre an Forschung benötigen, ist ja ganz klar. Schauen Sie, je größer der Kopf, desto größer das Kauwerkzeug, desto härter der Biss, klare Sache. Ist natürlich von Hund zu anderen Tieren nicht 1:1 umsetzbar. Der Hundeschädel ist anatomisch anders aufgebaut als der Katzenschädel etc. etc. Ja, Sie verstehen schon, was ich meine. Es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Das war's schon wieder.